Hi guys, it's me, Andrea. Ich bin's, Andrea. Ich zeige euch heute eine Karte. Und zwar arbeite ich hier mit Distress Oxides. Später werdet ihr sehen, aber erstmal auf normalem Aquarellpapier und mache hier eine VersaFine Stempelung, um dann Embossing Powder drauf zu machen. Habe mir gedacht, ich mache so ein Resist. Da ich dann aber Oxides benutzt habe, hat das nicht viel Sinn gemacht. Ich versuche es zwar immer wieder, aber man kann es kaum sehen. Also deswegen, wenn du ein richtiges Resist haben willst, arbeitest lieber mit den normalen Distress Inks. I'm working here on watercolor paper with stamping, and I wanted to make a resist. You know, I stamped this image down and put some embossing powder on top, heat that, and yeah. And when you're working with normal distress inks, you will have a fantastic resist. With oxides, you can hardly see it. But I always try it again. I don't know why. You can assume it's there. When you know it's there, you will see it. But that's also, it's not the way. When you want to have a proper resist, use distress ink. Okay, so heat set it now, of course. And then I work with the green, that's the green borrow, I think, and get some distress ink down. Anyway, I spray, I put it on my craft mat and spray with water, and then I dab my paper into it. I dry it and then dab it again, so it makes a really nice pattern most of the times. So, and now I will have some golden splatters. I use this Ecoline gold. That is a dream. Oh, I love that stuff so much. That is, of course, no watercolor like the other Ecolines, but that's so opaque. I love that thing. I really love it. Someone of our team members used it, and I saw that and I thought, I need that. Ich arbeite jetzt hier mit dem Ecoline Gold. Das ist einfach nur so super. Ich liebe das. Weißt du, einer meiner Design-Team Kollegen hat das benutzt und ich fand das so toll. Ich musste das unbedingt haben. Das ist so deckend auch, so toll. Kannst du empfehlen, also. Ich finde es ganz toll. Okay, jetzt werde ich mir hier einen Rahmen ausschneiden mit diesen gestichelten Stanzen, die ich hier habe, diese Quadrate. Ich will einfach nur einen Rahmen haben und hatte hier auch noch so eine Farbe über, die habe ich einfach genommen. Das passt aber nicht, das Blau. Da werde ich noch mit dem Distress Oxide drüber gehen. I wanted to have this frame, you know, and using this stitched frames, and I used this blue background I had in the leftovers, but it didn't really work, so I will go over it with the same Distress Oxide later. So, and this is my focal point. I will die cut that 3 times. It's a Nautilus, so I will heat emboss that later, but now I cut it out 3 times, and I really like this thing. It's absolutely beautiful. It's really great to work with when you have this water sea or sea themes, you know. So here I go over with the green borrow again to equalize, to have the same sort of color on, because it didn't work with blue, so I didn't like it. So I thought I had a contrast, but no, it didn't work. So now I use this what is it actually? I can't remember. It's an embossing stuff, you know, a clear embossing stuff you have in this dauber, and you can put it on in huge areas. So, and that's what I do in all of them. And then I pour the gold embossing powder on top. Ich arbeite jetzt hier mit diesem Dabber. Ich weiß überhaupt nicht, wie das heißt, diese Marke, kann ich mir auch nicht erinnern. Aber die gibt es überall. Damit kann man große Flächen halt beschmieren, damit man auch große Flächen mit Embossing-Pulver bestreuen kann. Das funktioniert hier nur bedingt. Ich habe also nicht alle Flächen gut getroffen, dadurch, dass das natürlich so filigran ist. Aber es ist in Ordnung. Für mich reicht es. I didn't really catch
every little bit. So I have some areas that are not full of, yeah, I tried to dab it in again with the embossing powder, but I didn't mind. I will correct that later. So first of all, I try to be really as careful as possible to have or to leave on what's on. So very carefully, I heat up my heat tool before I start, so that the heat is already there and that it melts quickly. Muss hier so ganz vorsichtig arbeiten. Ich habe die Heißpistole hier schon mal lange vorgeheizt, dass ich direkt die Hitze habe und es ganz schnell schmilzt. Nicht, dass ich mir da zu viel runterblase. So, und dann ist das fertig. Es ist nicht komplett voll, es sieht ein bisschen distressed aus, was gar nicht so schlecht ist. Aber da ist eben die eine oder andere Fläche, die frei ist, und die werde ich dann hinterher noch ein bisschen bearbeiten, werdet ihr schon sehen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Ich habe diesen Rahmen, den ich gemacht habe, der war mir zu dünn. Ich habe jetzt so ein dünnes Papier nur gehabt. Ich wollte es ein bisschen kräftiger haben, weil ich das auf dreidimensionalen Tape aufbringen will. So the frame was too floppy for me, so that's why I cut another one in white, 300 gram here, and I will glue them together so it will be really firm, because I want to put some 3D foam on top, and with a floppy one that wouldn't have worked that well. So I have some things that stands over here, and I correct that with my Distress Pen in this Green Burrow. Jetzt habe ich ein paar weiße Stellen gehabt hier und da. Das korrigiere ich jetzt mit dem Distress Stift. Das ist die gleiche Farbe in diesem Green Burrow. Das hat sich geradezu angeboten. Dann sieht man das nicht. Und wenn ich da mal drüber gehe, macht das auch nichts. Ist die gleiche Farbe. So, und jetzt hatte ich vor, diese Nautilus, ihr wisst schon, was ich meine, so anzuordnen unter den Rand. Ich werde dann natürlich, was übersteht, abschneiden. Habe mir jetzt aber erstmal das Ganze arrangiert. I wanted to put this Nautilus under the frame. Of course, I will cut everything off what's hanging over, but I want to see, for me now, to try the best arrangement, the best composition. So that's why I have a look, and I will start to glue one down already as a reference, because I had to keep in my mind I will put the 3D foam tape around the edges or under this frame. So that's why I couldn't put all of them down in one go. Ich musste ja jetzt noch die dieses 3D-Tape anbringen, deswegen konnte ich jetzt nicht alle zusammen in einem Mal draufpacken, weil ich sonst nur noch ganz schlecht hätte abschneiden können. Bisschen umständlich, ich weiß, aber ich mag es umständlich. So, jetzt kommt erstmal die der Hintergrundlayer auf die Karte. Ich benutze da eine Kraftkarte. Und da bleibe ich in Weiß. Das ist aber sehr strukturiert. Das sieht man jetzt hier nicht. Das ist ein sehr strukturiertes weißes Paper. Ja, Paper und Papier. Und jetzt gehe ich weiter mit, mache ich weiter mit meinem 3D Tape hier. Das muss ich natürlich ein bisschen kleiner schneiden. Das ist schon zu groß und das gibt es eigentlich noch größer. Ne? Das ist das Kleine schon. Es war noch ein bisschen zu groß. Ich muss es noch ein bisschen abschneiden hier und da. Nächsten schneide ich dann kleiner. Aber hier schneide ich es zurecht. So I'm starting now with my 3D tape here. I didn't cut it small enough, so yeah, but next time we're smaller. And now I made marks where I have to cut the paper off. I wanted to match it the same size than the frame. Ich habe dann hier meine Markierung gemacht, wie weit ich das noch klein schneiden musste, weil ich es wirklich genau hinter meinem Rahmen haben wollte. Ich wollte davon nichts überstehen haben. So, das klebe ich jetzt dann gleich auf das 3D, aber erst werde ich noch die anderen arrangieren. So I arrange first the other Nautilus to make sure that I can cut all the overhanging bits off easily without the need to be too careful. So that goes there. And then
before I put the tape down, I will cut it off here. Jetzt, bevor ich das weitere Tape da aufklebe, wollte ich eben alles abschneiden. Den vorderen hier, den wollte ich natürlich oben drüber hängen lassen, auf jeden Fall. Und jetzt klebe ich die anderen drauf und da seht ihr schon, die sind schmaler. Da habe ich mich ein bisschen zurückgehalten und werde außerdem so die kleinen Reste, die ich noch habe, auch auf die Nautilus kleben, damit die eben auch ein bisschen abstehen. Die sind schon so weit in die Karte rein, dass die dann ein bisschen runterhängen. Das wollte ich nicht. I put some of the glue or this tape on the Nautilus as well, because they were hanging so far into the middle, they would have hung down and not standing out or being dimensional properly. So that's what I want. And now it's just gluing it on, getting all the backing paper off. And now you can see I put it on. As long as you don't press it too hard on that tape, you can always get it off again. So I was a bit off center here, so I put it back, and you can see that works. You won't ruin your paper. Solange du das Papier nicht fest andrückst, kannst du es immer wieder entfernen, ohne das Papier kaputt zu machen. Das ist also sehr ideal. Muss es dann zum Schluss, wenn es richtig steht, muss es einfach nur fest andrücken, dann funktioniert das. Also ich finde diesen Foam Tape finde ich einfach nur super. So, das klebe ich jetzt drauf. I glue now everything down, and the only thing left is the words. I think there is not a lot of space for words, and I didn't want to ruin the whole competition with some big words on top or so. And I use, first I correct that with a golden gel pen. You know, the areas where there wasn't enough powder. Das ist jetzt die Korrigierung hier, die Korrektur, die ich mache mit einem Goldgelstift an den Ecken, wo wirklich noch zu viel von dem Embossing-Puder gefehlt hat. So, und jetzt gehe ich weiter mit der Schrift. Wie ich gesagt habe, vorher schon in Englisch, ich wollte jetzt das nicht überfluten mit so einem riesen Schriftzug, oder ich fand das einfach, das würde das Ganze einfach ein bisschen kaputt machen. Deswegen habe ich mich entschlossen, einfach einen ganz kleinen Spruch by the sea, am Meer, und gleiche das ein bisschen an mit im Hintergrund mit dem Grün, und dann schneide ich mir das zurecht. You know, I put some of the green burrow into the background, very, very light, not a lot, and cut it to size, and now I will have a look where to put it. Und jetzt war natürlich wieder die Entscheidung, wohin damit. Wie gesagt, direkt auf dem Bild wollte ich es ja lieber nicht, weil ich fand das einfach hübsch. Und dann habe ich mich jetzt entschlossen, das hier unten drauf zu packen. So that's my decision made now there where it belongs, and it doesn't disturb so much, and really like it there. That's the close-up already. So guys, I thank you a lot for watching. If you like it, as usual, please leave me a thumbs up or even a comment. It would be absolutely fantastic. Again, I thank you, and I hope I will see you soon with my next video. So have a fantastic time, guys. Bye-bye. Leute, vielen lieben Dank fürs Schauen. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und auch wenn ihr jemanden kennt, der das gerne schauen möchte, teilt es doch. Das wäre so, so schön. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Und ich verbleibe bis dahin, eure Andrea. Habt eine tolle Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.